Okidoki, Freunde. Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt soeben die Frontplatten hergestellt. Die sind jetzt auch soweit fertig. Und jetzt können wir anfangen, die ganzen Klappen rauszusägen. Wir werden hier mit diesem kleinen Brett vorne anfangen. Die ganzen Maße dann nehmen, weil das sollte sich dann einheitlich durchziehen. Durch das andere Brett auch, das überall die gleichen Abstände hat. Ansonsten sieht das ein bisschen komisch aus. Das heißt, wir fangen jetzt mit dem kleinen hier vorne an. Sägen da erstmal die ganzen, also was heißt die ganzen, die 2 Ausschnitte raus. Passen das Brett dann rein. Und klar, dann müssen halt die Verschlüsse dran, die Scharniere dran und so weiter. Das heißt, das wird unser nächster Schritt heute. So sollten unsere Ausschnitte dann gleich aussehen. Die obere Tür und die untere Tür. Das Ganze müssen wir im nächsten Schritt aussägen und dann zum einen hoffen, dass wir ordentlich sägen und zum anderen, dass wir uns halt nicht vermessen haben. Deswegen halte ich es jetzt, oder habe ich es jetzt nochmal reingehalten, aber ich glaube, es müsste alles soweit hoffentlich passen und ja, sägen wir es gemeinsam aus und schauen, wie es dann aussieht. Zieh's durch. Achso, ja. Auf jeden Fall. Okidoki, Freunde. Den ersten Frame haben wir jetzt ausgesägt und den werden wir jetzt gemeinsam mal reinhalten und schauen, ob er auch passt. Und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Also ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Hier oben der Abstand ist ganz gut, der passt einheitlich, kann ich euch gleich von der anderen Seite mal noch kurz zeigen. Die ganzen Kanten sind gut geworden, die Gegenseiten auch. Also im nächsten Schritt werden wir jetzt hier die Verschlüsse dran machen, auf die Tür die Verschlüsse dran machen und die Scharniere machen. Scharniere, Verschlüsse, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, dass man das Ding aufmachen kann und dass man es verschließen kann.
Dann müssen wir noch Anschläge dran machen, dass die Tür nicht einfach nach innen abhaut. Und dann machen wir noch was, aber das erzähle ich euch danach. So, die ganzen Verschlüsse sind jetzt alle dran und im nächsten Schritt müssen jetzt andersrum, die Scharniere sind dran, nicht die Verschlüsse. Und die Verschlüsse, die kommen im nächsten Schritt jetzt hier rein. Die müssen wir jetzt ausmitteln und dann da reinbauen. Und dann müssen noch Anschläge dran. Und dann müsste das soweit eigentlich passen mit den Türen. Also, nächste Arbeit. Los geht's! Ich glaube, das ist gut. Okidoki, Freunde. Was soll ich sagen? Die Ausschnitte sind jetzt erstmal gemacht in diesen Brettern. Und im nächsten Schritt wird das Ganze ein bisschen anders werden als sonst in dem ganzen Ausbau. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie das Ganze noch ein bisschen hübscher und vor allem ein bisschen professioneller aussehen könnte mit unserem Ausbau. Und bin dann über ein Produkt gestoßen, was ich schon ein bisschen länger kannte, aber mir so gar nicht bewusst war eigentlich, dass ich das ja theoretisch bei meinem eigenen Ausbau auch einsetzen könnte. Dementsprechend, um es auf den Punkt zu bringen, wir werden das Ganze heute mit Kantenumleimer beziehen. Das heißt erstmal die ganzen Kanten von den Türen und dann muss ich mal gucken, ob es von der Stärke reicht, dass ich innen drinne das Zeug auch mit Kantenumleimer zu basteln kann, weil dann ja, würde es innen drin halt auch einfach noch geiler aussehen. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach mal testen. Wir fangen jetzt erstmal bei dem Brett hier an, schauen uns das gemeinsam mal an und dann schaue ich mir an, ob ich das innen drinne in den Türen auch noch hinbekomme. Wenn nicht, ist es auch so, dann sehen zumindest die Türen schon mal geiler aus. Und wenn das Ganze dann wirklich gut funktioniert, dann werde ich irgendwann mal diese ganzen anderen Stoßkanten in meinem Camper auch noch mit diesem Kantenumleimer beziehen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie es funktioniert und dann zeige ich euch den Unterschied. Also, los geht's! So sehen aktuell die Kanten aus hier vorne und diese Optik von dem Multiplex-Holz gefällt mir einfach nicht so geil vorne als Sichtkante. Und deswegen werden wir jetzt da mal Kantenumleimer drüber machen und dann zeige ich euch mal 1:1 nebeneinander den Unterschied. Also kümmern wir uns erstmal darum, was wir benötigen. Zum einen logischerweise das Brett, was damit beklebt werden soll. Wir brauchen den Kantenumleimer an sich. Da könnt ihr drauf achten, das wusste ich zum Beispiel am Anfang auch nicht, das habe ich dann irgendwann durchs Recherchieren rausgefunden. Der Kantenumleimer muss nicht so dick sein wie das Holz, was ihr verarbeitet, sondern der kann einfach breiter sein. Wie gesagt, ich erkläre euch gleich, wie es funktioniert. Dann braucht ihr irgendein richtig geiles altes Bügeleisen. Ihr könnt auch das von Mutti nehmen, das aktuelle. Könnte aber sein, dass ihr euch danach verprügelt, weil das ein bisschen damaged aussieht danach, wegen diesem Leim. Aber wie gesagt, ihr könnt auch irgendein altes Bügeleisen nehmen oder auch ein aktuelles, könnt ihr auch einfach schützen mit irgendwie Papier, also so ein hier Backpapier oder so eine Sachen. Dann braucht ihr einen Cutter, um die Kanten abzuschneiden und ihr braucht noch ein Schleifpapier, ein schön feines, um die Kanten schön zu machen. Also, weiter geht's. Also Kantenumleimer aufmachen, dann
länger als euer Brett drüber ziehen, so. Und dann könnt ihr ihn abschneiden oder ihr könnt ihn einfach abbrechen. Geht genauso. So, der sollte jetzt über beide Seiten drüber hinaus stehen. Also wenn ihr euch das mal so anguckt, von der Länge her, seht ihr, steht über beide Seiten drüber hinaus. Und so genauso. Und warten, bis es warm wird. Könnt ihr euch so lange ins Gesicht drücken, bis es nicht mehr geht. War ein Spaß. Soll ich weg vom Holz machen? Keine Ahnung. Sollte warm sein. Welche Temperatur und welche Stufen da drauf, habe ich keine Ahnung, kann ich euch genau gar nicht weiterhelfen, weil ich kenne mich mit Bügeln genau gar nicht aus. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie was gebügelt. Außer Kantenumleimer. Das Ganze... Ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht zu lange auf dem Zeug drauf bleibt, ansonsten verkokelt ihr es und auch nicht zu kurz, weil sonst hebt es nicht richtig. Und den Kantenumleimer dann erstmal kurz trocknen lassen. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier so einen Überstand und diesen Überstand werden wir jetzt mit dem Cutter einmal sauber abschneiden und dann können wir die Kante bearbeiten, dass sie noch ein bisschen besser aussieht. Wäre ich nicht so geizig gewesen, ich kleiner Mongo, dann hätte ich mir das Ding gekauft. Da gibt es so ein Teil, das kann man einfach anlegen und drüber ziehen. Ich dachte, ich brauche das nicht, aber ich glaube, das wäre schon besser. Ich kaufe das irgendwann mal und zeige euch das mal und teste das mal. Ich glaube, das ist besser. Aber geht auch mit dem Cutter, wenn ihr nichts anderes da habt. Und im nächsten Schritt brauchen wir dann so einen Schleifklotz. Mit dem behandeln wir jetzt die Kante. Lassen wir ihn einmal so drüber. Hier seht ihr die offene Kante und hier seht ihr jetzt im Prinzip mit dem Kantenumleimer. Also mir gefällt diese Seite auf jeden Fall deutlich besser. Der Vorteil ist natürlich auch, hier kann kein Wasser eindringen in die Kante. Hier kann natürlich logischerweise Wasser reinziehen. Hier zieht kein Wasser rein und es sieht halt einfach nochmal deutlich geiler aus. Und hier sieht es einfach einheitlich aus. Hier oben so wie seitlich und hier habt ihr eben diesen Unterschied. Also ich werde jetzt mal die zwei Bretter komplett rundherum beziehen mit diesem Kantenumleimer und dann werden wir uns das gemeinsam mal angucken. Ich glaube, innen drinne werde ich es nicht machen, weil es viel zu komplex ist und glaube ich gar nicht so einfach. Ich überlege es mir, wie auch immer. Ich beziehe jetzt auf jeden Fall die zwei Bretter erstmal mit Kantenumleimer und dann schauen wir uns das mal an. Da mache ich noch die Verschlüsse rein und dann können wir uns das gemeinsam mal innen drin angucken. Okay Freunde, willkommen zum neuen Tag. Das letzte Mal habt ihr ja gesehen, haben wir die kleine Frontplatte gemacht und heute wollen wir die große Frontplatte machen. Fragt einfach nicht, warum ich schon wieder eine dicke Jacke anhabe. Irgendwie
es ist heute schon wieder gar nicht mal so warm. Es regnet und es ist ziemlich düster. Also wundert euch nicht, wenn es alles ein bisschen dunkler wird und so. Aber wie gesagt, das Ziel wäre, jetzt dann die nächsten Ausschnitte reinzumachen, dass wir endlich mal unsere 2 Frontplatten da reinschrauben können. Und das Ganze dann endlich mal nach einer Küche aussieht mit einer Front und Schubladen und keine Ahnung was. Also lasst uns weitermachen. Okay, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz noch, wie die Frontplatte aussieht, weil letztes Mal hat man eh nicht so viel gesehen, weil die Sonne übelst drauf geschienen hat. Und da es ja heute jetzt nicht so richtig sonnig ist, sieht man da ein bisschen mehr. Also schauen wir uns das gemeinsam mal kurz an. So sieht die kleine Frontplatte jetzt schon mal aus. Also ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht. Schön ist, es passt mit diesen ganzen schwarzen Teilen hier. Passt es jetzt dann alles gemeinsam zusammen. Das ist dann eine Optik. Eben hier. Bisschen schwierig. Habt ihr eben jetzt auch nicht mehr diesen Dingens hier vorne. Nicht mehr diese Multiplex-Optik hier vorne, sondern halt eben diesen Kantenumleimer. Hier hinten die Anschläge dran. Wie ihr sehen könnt, wir haben überall die ganzen Fächer jetzt abgeklebt und angezeichnet. Und im nächsten Schritt müssen wir jetzt logischerweise alle aussägen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat, aber das war jetzt schon gar nicht mal so wenig Arbeit, das alles anzuzeichnen. Das Wichtige ist halt, dass es alles wirklich passt. Dass auch die ganzen untereinander die ganzen Fächer passen und auch mit diesen ganzen Stegen und hinten mit diesen Einschlagmuttern. Da müsst ihr echt aufpassen, dass das alles passt, nicht diese Einschlagmuttern irgendwo auf diesem Stellbrett draufstehen, weil dann passt das nämlich alles nicht mehr. Deswegen, wenn ihr das machen solltet, nehmt euch wirklich Zeit, zeichnet alles ordentlich an und ich hoffe, dass es jetzt bei uns passt. Wir heben das jetzt gleich nochmal rein, schauen uns das nochmal an, dass das alles passt. Und dann werden wir die Stückchen für Stückchen raussägen. Dann kommen wieder die Verschlüsse hin, die Scharniere hin, Kantenumleimer drum und so weiter. Also ich würde sagen, vom Optik her sieht das alles soweit gut aus. Die ganzen Striche hier passen übereinander und passen überein. Also ich glaube, dass wir das so sägen können. Aber jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Gehen ein bisschen was futtern, stärken uns ein bisschen und dann fangen wir nach der Mittagspause an, das ganze Zeug gemütlich auszusägen. Und falls ihr euch fragt, warum unsere Standheizung läuft, müsst ihr dran denken, wenn ihr auch eine Standheizung verbaut habt, ihr solltet ungefähr alle 2 Wochen eure Standheizung laufen lassen, auch im Sommer, damit die nicht zumockt und zurußt, weil dann funktioniert sie nämlich im Winter nicht mehr anständig. Also alle 2 Wochen einfach die Standheizung mal eine halbe Stunde auf Volllast laufen lassen, ihr könnt alles aufmachen und dann sollte diese auch bei euch nicht so schnell kaputt gehen und bei uns hoffentlich auch nicht. Okidoki, Freunde, wie ihr sehen könnt, haben wir alles aufgebaut. Die Platte liegt auch schon da. Und jetzt werden wir anfangen, die ganzen Ausschnitte rauszuballern hier aus dieser Platte. Also, drückt uns die Daumen, dass alles gut wird. Und wir hier unsere 4 Platten schön rausgesägt bekommen. Also, würde ich sagen, legen wir los. Einmal ab. Nee, einfach anlegen. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Teile sind raus und es hat echt alles gut funktioniert.
Und im nächsten Schritt ziehe ich jetzt über das ganze Kreppband ab und dann stellen wir es mal gemeinsam rein und schauen uns mal an, ob das Ganze passt. Also Freunde, was meint ihr? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch von drinnen an. Hier die ganzen Fächer. Passen überall. Schubladen rein. Hier kommt die Wasserversorgung rein. Und ich würde sagen, das sieht schon echt gut aus. Es müssen die Scharniere dran, es müssen die Verschlüsse dran und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ihr habt das jetzt oft genug gesehen, wie das funktioniert und wie ich das mache. Und wahrscheinlich werde ich eher das jetzt einfach alles machen und wir schauen uns das dann gleich gemeinsam an, wenn das Ding dann da drin ist. Und jetzt ist im Prinzip diese Kante, man sieht es echt ganz schön schwierig, aber diese Kante ist jetzt halt mit Kantenumleimer bezogen und sieht im Prinzip aus wie halt das Holz selber auch. Okay Freunde, das Wetter heute ist echt mega verrückt. Mal hell, mal dunkel, mal regnet es, mal scheint die Sonne, whatever, keine Ahnung, April halt. Also, der Rahmen ist jetzt fertig und bevor wir die ganzen einzelnen Türen machen, werden wir diesen Rahmen jetzt erstmal da reinsetzen. Das heißt, unser nächster Schritt wird sein, diesen Rahmen da reinzuschrauben und natürlich den kleinen auch. Dann haben wir für heute, weil es ist auch schon mal relativ spät, zumindest schon mal die 2 Frontplatten drin. Und dann werden wir morgen uns darum kümmern, die ganzen Verschlüsse reinzubauen und dann die ganzen Türen da reinzubauen. Aber für heute wollen wir jetzt erstmal diesen Rahmen da reinbauen. Also, los geht's! Ich werde diesen Frame jetzt mal reinschrauben, weil man sieht eh nicht so viel da drin jetzt gerade, vor allem eben wie gesagt, weil es echt dunkel ist. Und dann, wenn ich ihn reingeschraubt habe, dann werde ich euch Stückchen für Stückchen erklären, wo ich überall Winkel hingemacht habe. Genau, um halt einfach Stabilität reinzukriegen. Also schreibe ich das jetzt erstmal rein. Glaube ich, soweit gewesen. Nach der Sache. Also Freunde, ich habe festgestellt, jetzt nachdem wir einige Kanten mit dem Kantenumleimer beklebt haben, also mit dem Cutter funktioniert das echt nicht gut. Wie gesagt, ich hatte davor noch keine Ahnung, ich habe davor noch nie irgendwelche Kanten umgeleimt, deswegen habe ich halt einfach meinen Cutter genommen und dachte, das wird schon ganz gut, aber das funktioniert definitiv nicht gut, kann ich euch echt wirklich nicht empfehlen. Wir haben uns jetzt im Bauhaus hier, beim Baumarkt, einmal so einen Abzieher gekauft für Kantenumleimer. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Eine zweite Möglichkeit, wie man das auch machen kann, ist mit einem Stechbeitel. Da braucht ihr aber halt wirklich einen scharfen Stechbeitel. Das mit diesem Kantenabzieher-Umleimer-Dingens ist echt gut. Das funktioniert echt tatsächlich deutlich besser. Also ihr habt wirklich deutlich schönere Kanten als mit dem Cutter. Und hier mit dem Stechbeitel habe ich tatsächlich noch nicht so viel gemacht, nur da bei den Einschlagmuttern. Also, wie gesagt, diesen Abzieher kann ich euch eigentlich empfehlen. Der funktioniert bis jetzt eigentlich echt ganz gut, den verlinke ich euch dann unten drin. Könnt ihr euch angucken und dann mal selber für euch entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht. Aber, wie gesagt, für uns funktioniert der eigentlich echt ganz gut.
Also machen wir mal weiter. Wir müssen die restlichen 3 Bretter jetzt noch die Verschlüsse reinmachen und eben Kantenumleimer drum machen. Dann können wir die auch einbauen und dann haben wir unsere Front eigentlich schon quasi fast komplett drin. Also mache ich mal wieder ein bisschen weiter und verliere keine Zeit. Okidoki, Freunde, das war die Klappe Nummer 3 und somit auch die letzte Klappe mit Scharnieren und Verschlüssen. Und somit würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal gemeinsam an und das Pensum für dieses Video haben wir somit erfüllt. Jawohl, das war jetzt in diesem Video wirklich richtig viel Arbeit, ob man es glaubt oder nicht, aber so diese ganzen Verschlüsse reinbasteln und die ganzen Scharniere, man muss halt wirklich überall auf den Millimeter genau arbeiten, dass die ganzen Scharniere einheitlich sitzen, dass die ganzen Spaltmaße passen und so weiter. Mit diesem Kantenumleimer bin ich wirklich noch kein Profi, da bin ich ganz weit weg davon. Das kann ich quasi wirklich noch fast gar nicht. Also das ist schon gut geworden, aber ich bin selber noch nicht damit zufrieden. Mir gefällt das Ganze auf jeden Fall richtig gut, also wirklich richtig, richtig gut. Das ganze Ding da drinnen nimmt jetzt wirklich Formen an und sieht schon echt geil aus. Und mir gefällt das bestimmt mindestens 1000-mal besser als unser erster Ausbau. Also schauen wir uns das Ganze jetzt gemeinsam an und dann... Okidoki, Freunde, ich mach's kurz, wir sind am Ende des Videos angelangt und das Video war ganz schön lang dieses Mal. Deswegen mache ich es kurz, beeil mich. Im nächsten Video werden wir dann die Schubladen einbauen, wir werden die Außenküche einbauen und vieles weitere. Ich habe noch einen Haufen coole Ideen, wie wir den ganzen Canopy Camper Ausbau hier hinten noch verbessern können und hoffentlich von der Qualität auf ein nächstes Level heben. Also, wenn dir das Video gefallen hat und hoffentlich sogar weitergeholfen haben sollte, dann nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und mir vielleicht einen Kommentar dazu lassen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann jetzt nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nicht auch sonntags benachrichtigt, wenn wir unsere neuen Videos hochladen. Und somit bleibt mir echt gar nichts zu sagen, wie vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Ich bin raus, haut rein, wir sehen uns nächste Woche Sonntag und ciao.